Moin Leute zum neuen Video. Ja, hier hinter mir steht der neue Deutz-Fahr 681 TTV und da haben wir unseren Pöllinger Synchro 4030 hintergebaut. Ein Mulchgrubber, den wir jetzt auf 30 cm hier auf dieser Fläche durchziehen werden. Ja, dann können wir gleich mal einmal richtig schön schauen, was der 180er vom Grubber kann, also schwere Zugleistung und was natürlich auch die Reifen daraus machen, weil wir hier die 600er vorne drauf haben und hinten 710er. Das Schöne an der Sache ist, wir haben jetzt hier auf den Schlepper noch ein Modul draufgesetzt, was alle Isobus-Daten erkennt oder einliest. Und dann können wir alle Motordaten etc. Auslesen, weil hier hinten, da ungefähr, ist noch ein nasses Loch. Da müsste der Trecker sich natürlich stärker anstrengen. Das können wir nachher teilflächenspezifisch genau auf die Fläche auswerten lassen. Wie viel Schlupf der Schlepper hat, was für ein Spritverbrauch pro Hektar etc. Dann können wir euch richtig schön perfekte Daten zur Verfügung stellen. Ja, ich will nicht ganz viel reden, wir starten einfach durch und fangen erstmal an. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe gestern schon mal die Fläche eingezeichnet und die RB-Linie gelegt, aber wir müssen das Arbeitsgerät noch auswählen. Und zwar ist das jetzt hier bei dem neuen Software-Update deutlich schöner geworden. Wir gehen jetzt hier unten einmal auf den Schraubenschlüssel, dann auf Arbeitsgeräte auswählen. Und dann nehmen wir unseren Grubber, zack, klicken drauf, okay, schließen wir. Er lädt sich einmal ganz kurz neu. Und zack, da ist das Arbeitsgerät. Das Schöne an den Monitors jetzt oder an der Software ist jetzt, dass der Monitor sich nicht einmal komplett runterfahren muss und wieder hochfahren muss, dass man arbeiten kann. Man kann die Arbeitsgeräte einfach so wechseln. Wir müssen die Linie jetzt, weil wir einen 4 Meter Grubber haben, eben einen halben Meter verschieben. Dazu gehen wir hier drauf. Verschiebeversatz ist sogar einen halben Meter eingestellt. Zack, einmal rüber. Dann kontrollieren wir das einmal. GPS rein. Und dann klappen wir mal eben schnell den Grubber aus. Nicht, dass wir die Kartoffeln vom Nachbaracker eben mit weggrubbern. So. Das sieht aber ganz gut aus. Top. Dann setze ich euch mal eben in die Halterung und dann können wir durchstarten. Und dann wollen wir mal gucken, was der 180er hier so kann. So, jetzt müsstet ihr einen vernünftigen Einblick in die Kabine haben und alles vernünftig sehen können. Gut. So, natürlich Allrad erstmal rein, 10 km/h vorwärts, Heckhydraulik, Senkgeschwindigkeit erstmal schön weit runterdrehen. Ja, ist ein bisschen zu langsam. GPS rein und dann wollen wir mal. Ihr hört es jetzt, glaube ich, gerade, der Trecker muss gerade was tun. Grubber ist in der Erde. Ich habe gerade einmal nachgemessen mit dem Zollstock. Wir liegen jetzt so bei 27 cm Bearbeitungstiefe auf 4 Meter. Wir fahren jetzt ja, gute 8 km/h. Laut GPS fahren wir 7,2, also ein bisschen Schlupf haben wir auf jeden Fall. Wie gesagt, auf den Reifen sind 1,5 Bar drauf. Könnte man natürlich mit Sicherheit noch ein bisschen runter, aber hier hat man ja auch ein großes Drehmoment auf den Reifen. Nicht, dass sie Schaden nehmen nachher. Ja, sonst vom allerersten Eindruck her, GPS-Einrichtungen etc., eben Spur ausgewählt und ja, Attacke Hü hat tipptopp funktioniert, wie bei den alten bekannt oder bei den anderen Modellen mit der anderen Software. Was mich jetzt schon freut, hier haben wir auf dem Monitor, kann ich euch gleich noch mal einmal zeigen, einen Button, dass wir die Spuren einfach in der Runde laufen lassen können. Also wenn wir nachher quasi das Vorgewende grubbern, dann können wir immer einfach einen weiterklicken und nicht immer die Spuren raussuchen, was bei den anderen ein bisschen ja, nervig ist. Ja, sonst im Großen und Ganzen muss der wirklich gerade was tun. Also schwere Zugarbeiten ist auf alle Fälle das richtige Wort dafür. Ja, ich setze mal oder heben gleich mal eben aus. Wir sind gleich am Ende. Dann könnt ihr das Wendemanöver ja auch noch einmal mitkriegen. Ich habe jetzt gerade beim Grubbern auch nur Allrad drin, kein ASM.
aber hier ist es gerade auch ja, auf einer vernünftigen, trockeneren Ecke. Deswegen mache ich jetzt hier noch keine Differentialsperre rein. Hinten ist noch ein kleines nasses Loch, da müssen wir nachher auch durch. Ja, da wollen wir mal nachher schauen. Genau, Wenden hat gut funktioniert, schaltet auch schön sanft um. Der 185 TTV, der ja, rappt immer so rein. Das finde ich nicht ganz so angenehm. Aber dieser hier richtig schön sinnig langsam weg. Oder was heißt langsam weg? Immer noch zügig, aber die Abstimmung von Motor und Getriebe passt einfach besser zueinander. Ich hatte vorhin das GPS ja schon angesprochen, dass das wirklich gut arbeitet. Wir schauen einmal gemeinsam drauf. Ganzzeit 0 cm Abweichung. Hier fahren wir jetzt 7,1 bis 2. Hier vorne 8,3, 4. Also irgendwo knapp 1 km/h Schlupf. Ein bisschen über 13% müssen das dann sein. Ja, genau, 13, 14% irgendwo. Das ist natürlich nicht optimal. Ja, aber Trecker zieht das ganz gut weg. Macht auch richtig Spaß damit zu arbeiten. Ich schaue mal einmal nach hinten, einmal Scheibenwischer an. Da könnt ihr den Grubber am Arbeiten sehen. Dreibeikiger Pöttinger Grubber mit einer ja, Packerwalze hinter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber es ist auf alle Fälle keine Rohrstabwalze. Gewichtstechnisch beim Ausheben auch überhaupt kein Problem. Gut, dieser hat jetzt natürlich die Frontladerkonsole dran. Deswegen haben wir auch nur das Kleingewicht vorne reingehängt, weil Papa das große bei unseren 6185 und den 5-Char Juwel 7 brauchte. Genau, aber ausheben, lenken tut er gut. Hat auch einen schönen kleinen Wendekreis. Das war jetzt mein Fehler. Wir müssen gar nicht mehr in den Kreis fahren. Wir müssen uns jetzt eine neue Linie holen. Aber ja, das macht richtig Laune, damit zu grubbern. Zack. GPS rein, dann zieht er sich die Linie. Grubber runter und Feuer frei. Und was ich jetzt schön fand, bei unseren 6185 haben wir dann das Problem, ich mache mal einmal hier die Jalousien zu, haben wir das Problem, dass wenn wir den Grubber runter machen und wir in der Fahrt sind, Tempomat rein, dass er dann nicht mit seiner Drehzahl hochkommt und so eine halbe Vollbremsung dann macht. Er dann selber die Kupplung schmeißt, Drehzahl hochdrehen lässt und dann kommt jetzt erst zugange. Wie gesagt, zieht einfach angenehm durch. Setzt den Grubber rein, man merkt dann, alles klar, er kriegt ein bisschen Druck aufs Getriebe, Druck auf den Motor. Dann zieht er die Drehzahl hoch und dann kommt erst die Geschwindigkeit. Also wie vorhin schon des Öfteren gesagt, Getriebeabstimmung, also die Kombination aus Getriebe, Motor und Heckhydraulik ist auf alle Fälle ja, deutlich überarbeitet worden und einfach besser von der Abstimmung her. Jetzt können wir es noch einmal sehen, Tempomat raus und Grubber hoch, Lenkung. Wie gesagt, der ist vorne einigermaßen ballastiert, also er schiebt nicht einfach geradeaus weiter, er lenkt oder möchte auch wirklich lenken. Das hat man ja hin und wieder, wenn man zu wenig Gewicht vorne drin hat, GPS rein, Grubber runter und Feuer frei. Ich hoffe mal, ich habe es gerade ein bisschen an der Geräuschkulisse gehört, dass er dann, bevor die Drehzahl mit hochgenommen hat und dann einfach sofort durchzieht. Ja, macht einfach Laune. Und wenn wir die Fläche hier fertig gegrubbert haben, dann wollen wir mit diesem Trecker und dann halt vorne einen Frontpacker rein, hinten eine Kreisellegge rein, das Land hier ja, schön einebnen, dass hier morgen Zwiebeln rein können. Aber das seht ihr dann in den passenden Video zum Kreiseln. So, wir fahren jetzt auch ins nasse Loch rein. Ihr könnt es, glaube ich, gerade ganz gut sehen. Hier zieht sich so eine Senke einmal durch. Und ich habe es gerade schon meine ersten paar Bahnen sofort gemerkt. Die 710er Reifen tun wirklich ihren Job. Ich muss ein bisschen die Heckhydraulik hochziehen. Da achte ich immer so ein bisschen drauf, dass das gleich wieder ein bisschen grün wird. Genau, jetzt ziehe ich leicht hoch. Achte ein bisschen auf die Reifen. Hier hinten könnt ihr es, glaube ich, gut sehen. Und dann marschiert der da echt gut durch.
Jetzt strengt er sich ein bisschen mehr an. Scheibe mal wieder schnell zu, dass der Trecker nicht voll staubt. Genau, und dann sind wir schon durch ein nassen Loch durch und dann wieder den Grubber komplett auf der Walze ablegen. Weil hier habe ich auch die Gülle auf 10 cm eingegrubbert mit den 685 und da war das nicht ganz so schön. Also 600er und 710er Reifen hinten ist schon auf dem Acker einfach besser. Ne? Also brauchen wir nicht diskutieren, mehr Aufstandsfläche und dann wollen wir mal eben so ziemlich die schlimmsten Bahnen hier grubbern. Aber müsste gehen, GPS sagt, Grubber runter, Grubber geht runter und Abflug. Genau. So, da könnt ihr es jetzt schön sehen. Ich ziehe den Grubber schon mal ganz leicht hoch, bis er hier grün wird. Genau, jetzt habe ich eine Heckhydraulik. Achte ich ein bisschen drauf. Ja, jetzt dreht er schon ziemlich durch. Bisschen den Grubber hochnehmen. Aber der geht da immer noch relativ gut durch. Ja, ist nicht alles optimal diesen Frühjahr. Aber ihr habt es mit Sicherheit bei allen anderen auch schon gesehen und bei uns, dass ja, einfach zu viel Feuchtigkeit noch im Boden ist. Aber wenn man hier schon ein bisschen weiterkommt, dann staubt das hier gleich wieder ganz gut. Der Trecker ist hier auch schon wieder ein bisschen vollgestaubt. Aber ist einfach mal schön, wieder auf dem Acker zu sein und nicht die ganze Zeit im Haus zu sitzen und ja, den Regen abzuwarten. Ich grubber jetzt hier gerade den Keil aus und ja, das Schlimmste für so einen Trecker ist ja meistens, wenn man ganz entspannt in den Keil reinfährt, RDK reinmacht, er die Drehzahl schon absenkt und dann gleich den Grubber reinhaut. Nur mal leise, Grubber geht runter. Ihr habt es, glaube ich, gerade schön gesehen im Bild. Der Grubber geht runter, da muss er natürlich richtig was tun, aber er kommt dann wieder aus dem Loch raus. Also die Drehzahl drückt natürlich ein bisschen runter. Im Getriebe ist er schön agil, schaltet schön schnell runter, Drehzahl geht hoch und dann feuerfrei. Ich habe hier gerade noch mal ein bisschen mit dem Trecker rumgespielt und zwar habe ich ein neues Symbol gefunden. Bin jetzt hier in den Einstellungen von der Heckhydraulik. Das Symbol habe ich gefunden. ASM ist drin und Differential. Jetzt hebe ich die Maschine aus. Zack, Differential geht aus. Wie cool ist das denn bitte? Das habe ich immer an ASM ein bisschen gestört. Wenn man halt beim Vorgewende war und die Differentialsperre bleibt ja immer noch drin, wenn man auch ganz leicht eingelenkt hat. Und dann verspannt sich das Getriebe und wenn man dann über diesen Punkt wegkommt, dass er dann die Differentialsperre wieder rausmacht, dann knackt das immer einmal so. Aber jetzt erkennt er halt, ich muss hier kurz aufpassen, jetzt erkennt er halt, alles klar, Arbeitsgerät ist oben, ich brauche keine Differentialsperre, weil ich ja auch keine Zugleistung brauche. Zack, eingesetzt, Differentialsperre wieder drin. Wie geil ist das denn? Das, also, top Sache, freut mich. So Kleinigkeiten, welche einen wieder einfach glücklich machen. Und dann hat man auch einfach ein besseres Gefühl auf dem Vorgewende, wenn man so leichte Kurven fährt. Und dann, wie gesagt, verspannt sich das Getriebe nicht. Es ist da alles schön butterweich drin. Mega cool, top Sache. Innerfläche haben wir jetzt alles fertig gegrubbert und jetzt wollen wir natürlich die Konturlinie hier haben, dass wir an den Rand vorbei grubbern können. Dazu hat Deutz jetzt hier einfach unten ein Symbol hingemacht. Zack, fertig. Dann drückt man hier nochmal drauf und hat die AB-Linien wieder. Also einfach schön flexibel, muss ich da wieder theoretisch, bei den älteren Modellen müssen wir ja hier drauf klicken, dann muss man hier drauf. Hier ist quasi dieser gleiche Button. Bei den älteren Modellen hat man dann noch ein Untermenü. Ja, ist auf alle Fälle hier schöner gelöst. Genau, dann wollen wir mal außenrum zugrubbern. Kleines Fazit zum Grubbern. Mein erster Eindruck, einfach ein schicker Schlepper und hat sich auch wirklich gut geschlagen. Man merkt es, dass er noch absolut neu ist und noch nicht so oft heiß war. Man hat jetzt noch diesen richtig schönen Geruch, wenn Lack etc. das erste Mal so richtig schön warm wird.
für Ackerarbeiten absolut schön ausgestattet. 600er Reifen, 710er. Jetzt mit den 4 Meter Pöttinger Grubber hinter mit 25 cm oder 27 cm Arbeitstiefe. Hat er sich hin und wieder schon schwer getan auf den ganz normalen langen Bahnen. Also hier, wo es ganz normal vernünftig abgetrocknet war, hat er es gut gemacht. Wir sind irgendwie so auf 8,5, 8,6 km/h gekommen. 10 km/h hatte ich eingestellt, aber ist absolut in Ordnung. Hat der alte 6185 genauso. Ist ja auch vom Grundaufbau ziemlich die gleiche Maschine. Ja, sonst vom Fahrkomfort her fand ich diesen deutlich schöner. Der war einfach agiler, auch wenn man den Grubber bei 10 km/h und er seine Drehzahl schon abgesenkt hatte, eingesetzt hat. Hat er nicht irgendwie rumgemurrt, der ist halt ganz kurz in die Knie gegangen, hat dann aber schön durchgezogen. Ja, und auch hinten bei dem nassen Loch, da seht ihr es vielleicht noch, ist er schön durchmarschiert. Klar, man muss den Grubber ein bisschen in der Heckhydraulik nehmen, aber das war alles vollkommen in Ordnung. So sieht die schicke Maschine jetzt aus, ein bisschen eingestaubt. Das komplette Fazit fassen wir natürlich für euch in einen Erfahrungsbericht zusammen mit den Spritverbräuchen etc. und wie viel Schlupf der hatte mit den kompletten Daten, welche wir über das Extra-Track-Modul jetzt gesammelt haben. Ja, dann will ich mal den Grubber abbauen und dann kommt die Kreisellegge und der Frontpacker vor und dann wird die Fläche hier fertig gemacht fürs Zwiebelland. Das seht ihr im nächsten Video, also bis gleich und schönen Tag noch. Tschüss!